Hallo zusammen, ich bin's wieder, Mora Charlie. Heute werde ich versuchen, euch für den Knoblauch-Schnittlauchkuchen zu begeistern. Den kann man zu jeder Tageszeit genießen. Wir sind übrigens auch heute wieder ganz in der Nähe der Friends Future Factory. So let's go! Rund um die Future Factory findet ihr jede Menge Imbissstände. Da gibt's auch ein chinesisches Essen und Khmer-Food. Aber jetzt zieht uns alles dahin, wo es den Knoblauch-Schnittlauchkuchen gibt. Auf unserem Weg liegt eine interessante Sehenswürdigkeit, das Nationalmuseum. Jetzt sind wir da. Das Museum ist jeden Tag geöffnet. Für Einheimische kostet der Eintritt nur 13 Cent. Für Touristen ist es etwas teurer. Let's go. Geschafft. Wir sind am Ziel. Das Restaurant hat eine ideale Lage. Ganz nah am Königspalast und am Mekong, unserem Fluss. Ich bin so hungrig. Let's go! Ich nehme 2 gebratene Knoblauch-Schnittlauchkuchen und einen gekochten Cake. Den gekochten bitte mit Süßkartoffel gefüllt. Die Bestellung läuft. Den Kuchen gibt's nicht nur in der Knoblauch-Schnittlauch-Variante, sondern auch mit Taro, einer Süßkartoffelart. Ich probiere einfach beides. Alle Küchlein werden zuerst gedämpft. Die eine Sorte ist danach schon fertig. Die andere frittiert man danach in heißem Öl. Dabei gilt, immer schön aufmerksam bleiben und im richtigen Moment wenden. Besser einmal zu oft als einmal zu wenig. Die Küchlein sollten goldbraun und etwas knusprig werden, aber auf keinen Fall hart. So sind sie perfekt. Das Essen ist da. 2 gebratene Küchlein und ein gekochter. Den gekochten habe ich noch nie gegessen. Also lasst uns probieren. Denkt an die Fischsoße. Und noch etwas Chili-Soße, wenn ihr es etwas schärfer mögt. Das duftet einfach wunderbar. Und noch intensiver, wenn man die Küchlein öffnet. Dann steigt die Vorfreude noch mehr. Der Lauch, die Schärfe der Soße, der Knusper drumherum, einfach perfekt. Und wer es lieber ohne Knusper mag, der nimmt einfach die gedämpfte Variante. So oder so ein Genuss. Dieser hier ist mit Taro, also Süßkartoffel gefüllt. Ich glaube, der passt gut zu dem mit der Knoblauch-Schnittlauchfüllung. Lecker! Das schmeckt sehr intensiv. Die Konsistenz des Kuchens geht einfach wunderbar zusammen mit Schnittlauch, Knoblauch und Süßkartoffel. Wenn man den Schnittlauch-Knoblauchkuchen öffnet, duftet es wirklich gut. Der gebratene ist sehr knusprig. Ich mag's gern scharf, deshalb würze ich mit Chili. So, genug gebratenen Kuchen geschlemmt. Jetzt ist der gekochte dran. Den habe ich noch nie probiert, aber er sieht sehr gut aus.
Das ist so gut. Unglaublich schmackhaft. Aber ich tue noch ein bisschen Chilipaste drauf. Der Koch hat den Kuchen wirklich perfekt zubereitet. Schaut euch den Knoblauchschnittlauch an. Großartig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye bye.